hier aufmachen. Wir haben nämlich einen Wissenschaftler bei uns, den Björn Bruhin, der für die Forschung zuständig ist bei Swiss Ski. Wir reden über diverse Sachen, fangen aber mit etwas an, das der Fernsehzuschauer die Hai erkennt. Nur hat das wahrscheinlich noch nie gesehen. Das kleine Teil hinten am Skischuh der Athleten. Was ist das? Genau, das ist der offizielle Tracker von Swiss Timing, also von Longines, wo die Athleten jetzt in diesen Saisons jeweils in den Speed-Disziplinen haben. Und der misst was alles? Der misst eigentlich Geschwindigkeit, das ist eigentlich ein Radar. Und der misst eigentlich hinten runter Geschwindigkeit. Der misst eigentlich misst der Geschwindigkeit. Wie funktioniert das? Dann kann man sich so vorstellen, wenn ich mit dem Auto auf eine Radarpistole drauf zufahre, wenn ich schnell fahre, dann misst er eigentlich Geschwindigkeit, wie schnell fahre ich auf den stehenden Radar zu. Und da ist eigentlich umgekehrt. Also da ist quasi der Radar, der nachher Geschwindigkeit zum Untergrund misst. Also der misst quasi wieder den Boden, der unter dem Ski durchsaust? Genau, ganz genau. Okay. Ganz genau. Also, wo geht denn das da raus? Ja, das ist eigentlich so ein Sensor, der eigentlich so schräg hinten runter schaut. Also okay. Wo das Feld eigentlich und das ist genau auf wie viel? Das ist sehr genau. Also wirklich, das ist sehr validiert. Ich würde sagen, das ist ähnliche Genauigkeit wie bei uns. Es ist etwa auf eine halbe Stundenkilometer. Ja. Was sie natürlich die Challenge haben, die da grösser ist, ist eigentlich nicht unbedingt genau, dass es misst, sondern dass man es schnell aufs Fernsehbild bringen muss. Und um das geht es ja letztlich, dass Sie die Hai etwas sehen, was der Sensor macht. Und wir schauen mal uns an, wie das eben könnte aussehen in so einem Skirennen, zum Beispiel in Kitzbühel. Dann sieht man dort eben irgendwann, es wird Sprungweite gemessen mit Hilfe von dem Sensor und eben auch das Tempo, und zwar quasi wie auf einem Tachometer von einem Auto. Ganz voilà. Also das ist quasi in Echtzeit werden die Daten übertragen. Genau. Wie machen wir das? Ja, es sind so verschiedene Receiver über die ganze Strecke, die eigentlich Signal jeweils direkt aufs Bild schicken. Ich muss da auch noch sagen, es hat natürlich auch noch einen Beschleunigungssensor drin, weil die Sprungweite wird eigentlich mit dem Beschleunigungssensor gemessen. Ja. Also ist eigentlich, wenn in der Luft passiert eigentlich nichts außer der Beschleunigung, und sobald nachher Impact kommt, dann weiss es, dass man gelandet ist. Und den Absprung muss man auch so detektieren. Darum ist es manchmal gar nicht so einfach, um den Absprung sauber zu detektieren. Was vielleicht hier auch noch drin ist, also da hat es noch Orientierung plus Beschleunigung plus Geschwindigkeit, also hat ganz viele Sensoren drin. Darum ist auch so ein bisschen die Idee, dass man da noch weitere Sachen dann, künftig daraus herauslesen und dann im Zuschauer aufs Bild bringen. Das Gewicht ist jetzt natürlich schwer abzuschätzen, weil es halt angeschoben ist, aber das sind ein paar Gramm, oder? Ja, ich kann nicht wirklich kaputt machen. Ja, das spürt man nicht. Also genau. Und das ist voll ausgerüstet mit all diesen Sensoren? Genau. Okay. Und das ist eigentlich der Mechanismus, das ist auch das, wo sicher Tina und ich weiss nicht, Marc vielleicht nicht mehr kennen, aber wo ein Mitarbeiter oben am Start ist, wo eigentlich den Athleten der nachher dran tut, kurz bevor es über Starthäuschen geht. Ja, okay. Das haben ja alle das gleiche Gewicht, das sie mitnehmen, also von dem her auch nicht irgendwie ein Vor- oder ein Nachteil. Genau. Ja, jetzt ist ja. Sorry. Ja, nur manchmal ist vielleicht noch ein bisschen, wenn keine Daten kommen, kann es auch sein, dass sie ihn zu früh einstellen müssen. Oder wenn es nachher ein Start-Stopp kommt und der schon läuft, kann es dann sein, dass der Akku halt nicht mehr lange. Aha. Aber bei all diesen Sensoren hat es keinen Platz mehr für einen grossen Akku. Das ist so, weil man natürlich probiert, möglichst leicht zu bleiben. Ja, dass es möglichst wenig Impact hat auf den Aber jetzt wissen wir, wie die Daten auf den Bildschirm kommen über den kleinen Sensor, wo ganz ein Haufen Technik drin ist. Und trotzdem sagen Sie bei Swiss Ski, ja, nur so etwas lange uns nicht. Und dann kommen wir zum zweiten Gegenstand, den wir hier dabei haben, so eine Weste. Die Weste an und für sich ist nicht so spannend, sondern das Teil hier drin, das übrigens auch nicht schwer ist. Was macht das? Ich kann es vielleicht einfach mal in die Kamera heben, dass man das sieht. Dadurch muss ich laufen. Genau, das ist ein GPS-Sensor. Und da weiss ich das Gewicht sogar auswendig. Der ist 35 Gramm. Ist da das Gewicht. Aha. Und der hat wir haben verschiedene Messsysteme drin, aber so der grösste Unterschied ist, dass wir Position messen, also GPS-Position. Und eigentlich dort haben wir Geschwindigkeit nur über die Bewegung und dann haben wir eigentlich Geschwindigkeit über den Ort und auch über wie schnell dass man sich auf der Piste bewegt. Und die Daten werden nachher natürlich ausgemessen. Das ist auch ein Unterschied. Oder da möchten wir es gerade in Echtzeit dem Zuschauer zeigen. Das ist vor allem für eine Analyse von gewissen Sachen. Und darum haben Sie auch Ihren Computer mitgebracht. Wir haben den angeschlossen und hoffen, wir bringen jetzt den auch wirklich auf den Bildschirm für Sie, die liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann schauen wir mal, was wir auf Ihrem Bildschirm sehen. Und Sie können das erklären. Genau. Also wir haben hier eigentlich
Funktion ist nachher, der Athlet hat so einen Tracker, hat er im Skilehne, hat er eigentlich an, dann geht er gut trainieren. Und was man vielleicht auch noch muss sagen ist, unser Approach ist vor allem im Training. Und da geht es vor allem auch, um etwas im Rennen zu zeigen. Aber bei uns ist eigentlich, dass man es im Training nachher besser kann analysieren kann, wo das jetzt ein Unterschied zustande gekommen ist. Und jetzt haben wir hier eigentlich ein, kann man da mal schnell gross machen. Da sieht man die Avalezza. Da sieht man eigentlich, da ist die Bergstation vom Sessel. Und nachher ist jetzt hier ein Riesenslalom-Training von diesem Jahr, wo man nachher eigentlich mit GPS einfach relativ viele Zwischenzeiten setzen kann. Also all das sind eigentlich Zwischenzeiten. Und nachher kann man jetzt hier oben schauen. Jetzt habe ich hier mal vorbereitet, eigentlich ein Athlet und seine 2 besten Läufe. Also der ist jetzt im Lauf 4 und Lauf 5 ist er am besten gewesen. Man sieht auch hier drauf die gesamte Zeit, also 37,31 oder 37,62. Und dann sieht man eigentlich hier in dem Chart hier, wo er Zeit verliert. Also man sieht jetzt am Anfang sind es noch relativ gleich. Und dann irgendwo da passiert ein Unterschied. Und im Orangenlauf, das ist im Lauf 5, verliert er mehr Zeit. Ja. Und jetzt können wir eigentlich auf diese 2 Läufe näher hineinschauen. Und dann können wir jetzt auch da sagen, jetzt wollen wir hier mal diesen Abschnitt eigentlich genauer anschauen. Und dann sieht man eigentlich hier die 2 Pünktchen am Fahren und sieht, wie die 2 sich der rote Lauf ist jetzt hier der Lauf 4, dann wo er nachher schneller ist, und der grüne ist der Lauf 5. Und da sieht man eigentlich, wie sie da noch gleich sind. Und was aber spannend ist, ist, dass man eigentlich nur mal näher runter drillen und dann eigentlich da sieht, was für Strategien wählen sie. Oder man sieht, dass die 2 kommen da, und jetzt kann man mal bei dieser Kurve sieht man, dass das wirklich auch ein Unterschied ist in der Linienwahl. Also der eine ist ein bisschen früher fertig und der andere ein bisschen später. Okay. Was man jetzt all die Daten, die halt der Chip generiert, sieht man nachher hier als Graphen. Ist halt für das geübte Auge, das Sie haben, klar. Aber vielleicht macht es auch Sinn, dass man mal anschaut, was das nachher als Bild ausmacht. Und darum nehmen wir den Marc Berto dazu. Ist das okay? Genau. Wir sehen dann immer noch Ihren Bildschirm, wo wir jetzt aber versuchen, hinterher zu gehen, Marc Berto. Und du kannst uns dann etwas sagen, was wir eben auf diesen Skifahrbildern sehen, mit diesen Daten. Ja, genau. Wir bringen das Ganze nachher aufs Bild und dann auch für den Athlet, für die Analyse. Und wir haben jetzt die besten Fahrten, die 2 besten Fahrten vom Tag von dem Rennfahrer gerade in der Vorbereitung gegenübergestellt. Und haben hier beim Tor einen ersten Stopp. Das kann man ja, durch das GPS kann man das genau bemessen. Und sehen da oben dran, dass man im einen Lauf kommt er in das Tor rein mit 6 Hundertstel Rückstand. Und dann lassen wir sie mal weitergehen. Er zieht an und man kann nachher aus der Analyse, die er gesehen hat, auch von der Linie, die wir übereinander leiten, dass man im einen Lauf kommt er einfach eine Stufe ründer rein und im anderen fährt er einfach direkter an. Man sieht das Tempo hier gerade. Ja, das sieht man. Da macht er ein bisschen mehr Weg. Ist er vom Tempo her auch eher ein bisschen langsamer, 2 km/h, als dort, wo er halt direkt drauf losschießt. Aber das Entscheidende ist ja immer, ist wirklich der direkteste Weg auch der schnellste. Und das dem Athleten so richtig zu zeigen und auch zu analysieren, bietet sich das eben sehr an. Wenn wir nachher im nächsten Tor weiterfahren, kann man das auch gut abschätzen, weil die Kameraposition ist ja genau die gleiche. Oder? Man sieht dann, dass er in dem Tor dort ein bisschen mehr Platz gibt. Und da ist er genau, zieht er wirklich sehr direkt das nächste Tor an. Du musst ein bisschen Gas geben. Ja. Oh nein, wir müssen unterbrechen, weil so spannend wie es ist, aber jetzt Italien machen uns einen Strich durch die Rechnung. Die sind wahnsinnig schnell. Björn Bruhin, der die Forschung bei Swiss Ski leitet, es geht vor allem um den kleinen Chip, den die Athleten damit trainieren, damit nachher die Wissenschaft eben analysieren kann. Und wir schauen noch einmal schnell bei ihm auf den Computerbildschirm, bevor wir nachher noch einmal Skifahrbilder bei Marc Berto anschauen. Das sehen wir hier, Björn Bruhin. Ja, genau. Das ist eigentlich der Einstieg für das, was der Marc nachher am Video zeigen kann. Und zwar sehen wir hier 2 Läufe, die 2, die wir vorher hatten. Das sind auch die 2, die wir auf dem Video haben. Und dann sieht man jetzt eigentlich hier drauf, dort, wo es rot ist der eine Lauf langsamer und dort, wo es grün ist der andere schneller. Grün ist der andere schneller. Ja. Das ist eigentlich ein Geschwindigkeitsunterschied auf den Ort projiziert. Und das soll eigentlich so ein bisschen visualisieren. Da unten sieht man auch noch die einzelnen Kurven. Man sieht auch, dass der blaue da unten am Anfang auch langsamer war und nachher am Schluss eigentlich schneller geworden ist. Und ich glaube, das kann nachher Marc jetzt im Video
noch schnell analysieren, dass wir am gleichen Ort waren, wie wir vorher waren. Gut, dann machen wir das. Bitte, Marc. Steilpass ist gespielt. Ja, natürlich. Und spannend ist ja auch, dass, obwohl der Schnellerlauf auch rote Passagen drin hat, er hat wirklich in einer Passage drin, wo er eben langsamer ist als im anderen Lauf. Und das ist eben damit das zu tun, weil in dieser Fahrt da fährt der Tor einfach ein Spürchen direkter an. Und in dem Lauf macht er ein bisschen mehr Weg. Und jetzt, spannend ist eben dann auch die Stundenkilometer, die man eben genau ausmessen kann, dann eben auch aufs Bild bringt. Und es geht eben, was auch noch ist, es geht so ein bisschen in eine Fläche rein. Und das ist auch hier in Cortina natürlich ein Thema, gerade auch heute gewesen und am Morgen bei den Herren. Am Anfang geht es steil los und nachher geht es in ein Bödelin. Und das haben sie hier im Training auch gehabt. Man sieht jetzt auf dem Bild, hier, hat ein bisschen mehr Zeit zwischen den Toren, auch um vielleicht noch mal ein bisschen an der Aerodynamik zu arbeiten. Und auch vom Weg her nach wie vor dort ein bisschen ründer dran, als er das in dieser Fahrt ist. Und das sind gerade so die Erkenntnisse, die einmal eingeblendet sind. Mehr Zeit in der Position zu fahren und so. Weil am Schluss will man ja wie schlauer werden mit diesen Daten. Genau, das ist so aufbereitet nachher, von Björn. Und was eben auch entscheidend ist, wo das der Ski her schaut. In dem Moment. Oder da, wo er ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr Platz hat er, gerade auch wenn es in eine Fläche reingeht, ist er beim Tor zu, eben schon weiter, hat er den Ski schon mehr in die Fahrtrichtung hineingebracht. Wobei er bei diesem Bild eben eher noch geradeaus zeigt. Und spannend ist eben von den Stundenkilometern, jetzt ist er ja da vorher hinten gewesen, hat aber innerhalb von diesen 4 Toren eigentlich aufgeschlossen. Und auch von der kmh ist er schneller unterwegs. In dem Moment. Aber jetzt geht es eben weiter. Die Fläche raus, das Gelände wird flächer. Und jetzt haben wir eigentlich nur 2 Tore, wo er gefahren ist. Ein Links- und ein Rechtsschwung. Und jetzt ist halt massiv, was es ausmacht. Nur weil er in dem Moment dort noch ein bisschen länger nachdrücken musste, in das Bödel rein. Und ist jetzt somit gerade 2 km/h schneller unterwegs. Und das zieht man nachher natürlich mit, gerade auch wenn es flach führen geht. Oder? Ich meine, das ist sicher auch ein Punkt, der heute Michaela Schifrin im ersten Lauf hatte. Unten raus einfach ein Spürchen mehr Stundenkilometer mitnehmen. Und das zählt sich nachher dann auch. Er behaltet halt auch seinen Fahrstil bei. Oder? Er sagt, in dem ist er einfach kontinuierlich ein bisschen ründer unterwegs, als er das in dem ist. Mit dem Pfeil hat man wieder die Skirichtungen eingezeichnet, dass es dort einfach ein bisschen weiter rausgeht, als da, wo er einfach genau zur Stange her, dass es passt. Und Stundenkilometer kann er jetzt auf dem Bild eigentlich immer höher behalten. Also man sieht schon, die ganze wissenschaftliche Auseinanderbeinerei von so einer Leistung auf Ski ist enorm, was da im Hintergrund alles abläuft. Vorher hat Tina Wari gesagt, ja, Lara Guppiram ist nicht eine, die gerne neues Zeug hat. Wie ist es generell mit den Skifahrerinnen und Skifahrern? Also, das technisch-wissenschaftliche, sind da alle Fans oder sagen gewiss, ja, bleibt man fair mit dem Zeug? Also es gibt sicher beide. Also es gibt sicher die eine höhere Affinität haben und ein bisschen die anderen. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ich arbeite eigentlich grundsätzlich mit den Trainern zusammen. Also ich schaue eigentlich mit den Trainern das anschauen und nachher sollen die Trainer das mit den Athleten anschauen. Es kann auch mal sein, dass ein Trainer sagt, ja, kannst du es direkt anschauen. Aber eigentlich ist die Idee, dass ich mit den Trainern anschaue und die Trainer nachher mit den Athleten. Also wirklich ein komplexes Zusammenspiel. Am Schluss ist die Athletin oder der Athlet allein auf der Piste, aber es braucht eben Teamwork. Merci vielmals für den Besuch und für den Einblick, den Sie uns hier ganz exklusiv geben. Quasi Geheimnis von Swishy, Geheimnis von diesen Sensoren. Merci Björn Bruhin. Und mit dieser